Ja, wir haben von François ein älteres Musiktheaterstück gespielt, Rhymes from the Nose, und dazu gab es ein neues Stück von ihm. Und bei ihm ist es immer so eigentlich, dass der so sehr spontan arbeitet und er bereitet schon was vor und so, aber man muss sich halt auch einstellen, dass es immer dann irgendwie anders kommen kann. Und so hat er auch die beiden Stücke ineinander verwoben und hat für sich selber zum Geburtstag eine Symphony geschrieben, zu seinem 50. Und die hat er dann aber auch während der Proben zerstückelt und hier und da und so. Und mir macht es immer total Spaß, dem zu arbeiten. Man muss sehr spontan sein und sich auch darauf einlassen, dass irgendwelche super schweren Sachen in letzter Minute kommen. Силою пробил ситуации, за что и что и Тартаков, и другие. Товарищи, и вас умоляю, Sprache und Musik sind bei ihm ja gleichberechtigt eigentlich, kommen manchmal sogar 50-50 vor oder sogar mehr Sprache. Und die Sprache schreibt er immer ziemlich genau rhythmisch auf, aber die soll nicht so rhythmisch gesprochen werden. Also was er immer will, ist so ein normaler Sprechfluss, wie wir jetzt sprechen. Vielleicht ein bisschen theatralisch noch überhöht, aber bestimmt nicht gerappt. Das steht aber quasi gerappt da. Und dieses auszubalancieren, dass man frei sprechen soll, aber an einem ganz bestimmten Punkt anfangen und an einem ganz bestimmten Punkt, der ein bisschen lockerer zu sehen ist, aufhören soll, und dann spielen soll und das aber ziemlich genau rhythmisch, das finde ich irre schwer. Und auch aus dieser Spielhaltung, aus dieser Flöten, in meinem Fall Flötenhaltung rauszukommen und anzufangen, quasi theatralisch zu sprechen, finde ich auch schwer. Also das ist eine riesen Herausforderung bei seinen Stücken. He has just been sentenced to death, right? Yes. I want to ask you a fair question. Did the immigrant really say that he stabbed the woman to death? Genau, und was sehr anstrengend eigentlich ist, dass wir dann als Holzfäller ganze Zeit eigentlich nicht mundfrei sind, aber dabei wir dann auch dann sprechen müssen. Und diese Koordination war eigentlich für mich ganz neu. So fand ich genau so bewusst so meine Instrumente so weglasse und dann spreche, aber ganz natürlich, als ob ich dann so einen Fluss habe, so in einem Fluss so eine Klarinette und meine Sprachstimme so gleich. So. Ja, man muss quasi zweistimmig denken. Ja, genau. Also das geht immer die musikalische Linie geht weiter, auch wenn dazwischen eine Sprachlinie kommt und die Sprachlinie geht auch weiter. Also man hat so zwei Linien, die sich immer fortsetzen. Also in unserem Duo war das so in The Old Man. He had to pass